An einem ruhigen Herbstmorgen war Parkrangerin Sarah Fontaine auf Routinepatrouille auf dem Highway 93. Auf der Straße durch den Banff-Nationalpark kam ein dringender Funkspruch vom North Lookoot. Lange Autoschlangen hielten in der Nähe des Lake Hector, aber es gab keine Unfälle oder Bauarbeiten. Sarah beschleunigte den Streifenwagen, da sie etwas Seltsames in der Stimme ihres Kollegen bemerkte. Als sie ankam, war sie erstaunt, Hunderte von Touristen zu sehen, die aus ihren Autos stiegen und entlang der Asphaltstraße standen. Sie schrien nicht, gerieten nicht in Panik, sondern blickten nur schweigend auf die lange Straße, die vor ihnen lag. In der Ferne näherte sich eine lebende Wand aus braunem Fell, ein riesiges Rudel Grizzlybären, unzählige an der Zahl. Nicht nur ein paar hunderte erwachsener Bären, die dicht beieinander stehen, ohne dass es zu Aggressionen kommt. Sie knurrten nicht, sie bewegten sich nicht wild umher, sie standen einfach nur still und blickten auf die Rocky Mountains. Sarah stieg aus dem Auto und spürte, wie die Kälte durch ihre dicke Uniform schnitt. Einen derartigen Anblick hatte sie in ihren 12 Jahren als Rangerin noch nie gesehen. Der größte Bär im Rudel kam langsam herüber und blieb keine 10 Meter von ihr entfernt stehen. Es setzte sich hin, blinzelte einmal und blickte dann weiter zum Gipfel des Mount Athabasca. Sarah hörte keine Vögel, keinen Wind, kein Flüstern des Waldes, nur absolute Stille. Ein zitternder Tourist kam näher und fragte: „Wissen Sie, was passiert?“ Sarah schüttelte stumm den Kopf, hielt das Walkie-Talkie in der Hand, wusste aber nicht, was sie sagen sollte. Ein kleines Mädchen hielt die Hand ihres Vaters, zeigte auf die Bären und flüsterte: „Sie bewachen etwas.“ Sarah ging auf den Bordstein zu, und ihr Blick fiel auf einen tiefen Kratzabdruck, der in einen nahegelegenen Baumstamm geritzt war. Die Nagelabdrücke waren frisch, noch nicht getrocknet und hatten etwas Ungewöhnliches an sich, mehr als sonst. Eine schwarze Krähe stieg auf, krächzte schrill und verschwand in den Baumwipfeln. Zurück in der Rangerstation trifft Sarah den alten Bertrand, einen pensionierten Ranger aus der Gegend von Jasper. Als er Sarahs Geschichte hörte, schwieg er und sagte dann langsam: „Die Erde atmet wieder, mein Kind.“ Sie fragte: „Meinen Sie ein Erdbeben?“ Er schüttelte den Kopf. „Nein. Ich meine, die Natur warnt.“ Bertrand erzählt eine alte Kri-Legende: Wenn der Bär über den Berg wacht, verändert sich die Erde. Am Nachmittag kehrten Sarah und der Naturfotograf Daniel zum Schauplatz zurück. Daniel hatte eine Drohne dabei, traute sich aber nicht, sie zu steuern, er zitterte. Der Anblick war überwältigend, der Bär stand da und blockierte den gesamten Weg, ohne sich auch nur zu rühren. Einige saßen, andere standen, und alle blickten nach Norden, wo der Himmel seine Farbe änderte. Sarah bemerkte, dass Wolken aufzogen, obwohl der Wetterbericht weder Regen noch Stürme angekündigt hatte. Die Luft wurde dick wie Baumwolle, die Stille lastete schwer und machte es allen schwer zu atmen. Sie gab den Touristen ein Zeichen, weiter zu evakuieren, und brachte sie in einen sicheren Bereich in der Nähe der Rangerstation. Ein paar Minuten später begann der Boden leicht zu beben, als ertönte ein Flüstern aus dem Untergrund. Das Geräusch wurde lauter grollend, tief und gewichtig wie ein planetarischer Seufzer. Äste zitterten, Staub wirbelte auf und einige Leute schrien, als Steine den Berghang hinunterrollten. Sarah zog Daniel ins Auto und beide lagen da, während kleine Trümmerstücke auf die Motorhaube prasselten. Als sich die Lage beruhigt hatte, schaute sie hinaus und sah: Die Bären standen immer noch unbeeindruckt da. Sie rannten nicht weg, hatten keine Angst, ihr Blick blieb immer noch fest auf den Berg gerichtet, als ob sie auf etwas warteten. Daniel schaltete die Kamera wieder ein und flüsterte: „Es ist kein Instinkt. Es ist Erinnerung. Sie wissen, dass das passieren wird.“ Ein Erdbeben der Stärke 4,9 wurde offiziell bestätigt. Dank rechtzeitiger Evakuierung gab es keine Opfer. Doch überraschenderweise, der Teil der Straße, auf dem der Bär stand, war überhaupt nicht betroffen, nicht einmal ein kleiner Riss. Biologen in Alberta bestätigten vor dem Erdbeben eine ungewöhnliche Migrationsaktivität vieler Arten. Nicht nur Bären, auch Hirsche, Elche und Wölfe zeigen Anzeichen einer Routenänderung um Hunderte von Kilometern. Die Einheimischen nennen ihn „der Tag, an dem die Bergwächter erschienen“. Medienecho: Hunderte Bären blockieren Autobahn und retten Leben vor Erdbeben.
Sarah lehnte Interviews ab und entschied sich, am Tatort zu bleiben und zu beobachten. In den nächsten Tagen brachten die Menschen Blumen, Traumfänger und Bärentotems an den Straßenrand. Dort, wo der erste Bär saß und auf den Mount Athabasca hinunterblickte, wurde ein hölzerner Totempfahl errichtet. Die Kinder brachten Kerzen, Bärenzeichnungen und handgeschriebene Karten mit der Aufschrift »Danke, Wächter des Waldes« mit. Die Behörden kündigten die Sperrung der Route 93 für den gesamten Herbst an, nicht wegen Reparaturarbeiten, sondern aus Respekt. Sie nennen diesen Straßenabschnitt Bearwatch Trail. Sarah kehrte im November allein mit dem wasserfesten Notizbuch ihres Vaters zurück. Sie setzte sich neben den Totempfahl, wo zwischen den alten Reifenspuren Unkraut gewachsen war. Es war kalt, ein leichter Wind und alles war seltsam still, genau wie an jenem Tag. Sie öffnete ihr Notizbuch und begann zu schreiben: Wir denken, dieser Ort gehört uns, aber wir sind nur Gäste. Bären handeln nicht instinktiv, fuhr sie fort, sie erinnern sich an das, was die Menschen vergessen haben. Eine Windböe wehte vorbei und trug das Krächzen der Krähen aus dem fernen Kiefernwald herüber. Sarah legte das Notizbuch in die versiegelte Schachtel, vergrub es unter den Füßen des Totems und flüsterte: Danke. Als sie aufstand, sah sie einen deutlichen Bärenabdruck auf dem nassen Boden. Groß und tief, dem Wald zugewandt, kein Brüllen, kein Schatten. Sie hat nicht nachgejagt, das war nicht nötig. Die Fußabdrücke genügten ihr, um zu erkennen, dass sie noch da waren. Wochen später bestätigten Forscher, dass das Erdbeben seinen Ursprung an einer Verwerfung tief unter den Rocky Mountains hatte. Aber niemand erklärte, warum nur die Straße, auf der der Bär stand, völlig intakt blieb. Sarah erhielt einen Brief von der University of British Columbia mit der Einladung, bei der Erforschung des Verhaltens bei der Katastrophenvorsorge mitzuarbeiten. Aber sie weigerte sich: Ich möchte es nicht erklären. Ich möchte nur zuhören. Die Rangerstation Banff hängt an diesem Tag ein großes Foto der Bärenwand auf. Unter dem Foto steht: Die Erinnerung lebt in den Muskeln. Manchmal flüstert die Erde und der Bär hört zu. Jedes Jahr im Frühjahr kehren die Einheimischen an den Ort zurück, reinigen die Totempfähle, zünden Kerzen an und lassen Federn frei. Touristen lernen allmählich, beim Durchqueren still zu sein, als würden sie einen heiligen Ort betreten. Kinder lernen in der Schule, dass Bärenwächter des Waldes sind Freunde des Landes. An einem Frühlingsmorgen im folgenden Jahr kehrte Sarah zurück und blieb vor den verblassenden Fußabdrücken stehen. Sie blickte zum Himmel auf, holte tief Luft und erkannte, dass der Wald ihr nicht länger fremd war, er war Familie. Der Wind rauschte durch die Kiefern, das Plätschern des nahegelegenen Bachs klang wie ein altes Lied. In der Ferne trat ein Bär aus dem Schatten eines Baumes und verschwand dann lautlos. Sarah lächelte und drehte sich zum Gehen um, wohl wissend, dass die Geschichte erzählt werden würde. Die Erde hat gesprochen und alle, die zuhörten, haben es gehört. Keine Erklärung nötig, kein Beweis nötig, nur Erinnerung und Respekt. Wissenschaftler zeichnen die Ereignisse weiterhin auf, aber die Einheimischen nennen es das Athabasca-Wunder. Und der Bearwatch Trail, einst eine Autobahn, ist heute ein ruhiger Wallfahrtsort. Sarah ist keine Rangerin mehr, aber sie kommt immer noch jedes Jahr zurück, um sich zu erinnern und sich zu bedanken. Sie wusste, es gab Dinge, die man nicht erklären konnte, an die man aber trotzdem glauben konnte, wie einen Fußabdruck im Wald. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.